Guten Tag, wie geht es euch? Kommt ihr gut mit eurem Deutschlernen voran? Na, ich bin mir ganz sicher. Im März passiert ja nicht so wahnsinnig viel in Japan, habe ich gehört. In Deutschland ist der März eigentlich eine ganz besonders schöne Zeit für die Deutschen. Im Seasonal Talk möchte ich euch vorstellen, was die Deutschen im März machen. Und zwar fahren sie meistens in den Urlaub für 1 bis 2 Wochen. Das ist natürlich besonders schön. Darüber werden wir sprechen. Im Culture Talk werde ich euch etwas Zweites vorstellen, was für die Deutschen besonders wichtig ist. Na, was ist das? Bier, natürlich. Also, ich erzähle euch alles Wichtige darüber. Los geht's! Also, heute wollen wir über den März in Deutschland sprechen. Der März ist ein sehr, sehr schöner Monat für die Deutschen, weil es die Schulferien gibt. Das sind die ersten Ferien für die Schüler im Jahr und auch viele Eltern nutzen diese Gelegenheit und nehmen ein bisschen Urlaub. Wusstet ihr, dass die deutschen Schüler pro Jahr ungefähr 11 Wochen Ferien haben und die Erwachsenen sogar 6 Wochen Urlaub, also ganze 6 Wochen, in denen sie nicht in der Firma arbeiten und auch keine Woche und keinen Tag dem Chef schenken, sondern sie machen wirklich 6 Wochen pro Jahr Urlaub und am liebsten verreisen sie natürlich. Das heißt, in den Frühlingsferien im März verreisen die meisten Deutschen für 1 oder 2 Wochen. Das hört sich gut an, oder? Wohin verreisen die Deutschen eigentlich am liebsten? Also zum einen verreisen viele Leute im März in die Skiferien, das heißt in die deutschen Alpen, nach Österreich oder in die Schweiz, um Ski zu fahren und zu snowboarden. Das können die Deutschen ziemlich gut und es gibt auch viele Orte in Deutschland, wo man das machen kann. Was ganz lustig ist, dass viele Deutsche nur sagen, dass sie Skifahren gehen, aber sie verbringen die meiste Zeit beim sogenannten Après-Ski. Après-Ski macht man in einer Hütte. Das ist wie ein Restaurant oder ein Café, wo man aber auch Bier und alkoholische Getränke bestellen kann. Auf dieser großen Terrasse vor dieser Hütte kann man den anderen Skifahrern beim Skifahren zusehen und dabei schön ein Bier trinken. Leider sind dort oft viele Leute schon etwas betrunken, aber das macht nichts. Das sorgt für gute Stimmung und es ist ja schließlich Urlaub. Aber wohin die Deutschen auch sehr gerne fahren im März, ist in den ersten Strandurlaub. Die Deutschen lieben es, am Strand zu liegen und im warmen Wetter zu sein, weil Deutschland immer sehr, sehr kalt ist im Winter. Wo fahren die Deutschen denn da am liebsten hin? Da gibt es nur eine Antwort: Spanien. Und zwar am allerliebsten die Kanarischen Inseln. Oh, das ist ein ziemlich großes Foto. Könnt ihr das sehen? Ja, und zwar das ist Teneriffa, La Palma, Fuerteventura. Das sind die ganzen Kanarischen Inseln, die in den Ferienmonaten von den Deutschen fast besiedelt werden. Aber die allerwichtigste Insel von allen ist Mallorca. Mallorca gehört nicht zu den Kanarischen Inseln, aber ist die Lieblingsinsel der Deutschen. Ja, man nennt Mallorca fast das 17. Bundesland von Deutschland, weil es dort so viele Deutsche gibt. Die meisten Mitarbeiter dort in den Hotels, in den Supermärkten und in den Geschäften sprechen inzwischen Deutsch, weil die deutschen Urlauber das schon erwarten. Und sie kaufen dort Häuser und Wohnungen und öffnen ihre eigenen Geschäfte. Das ist unglaublich. Also das ist eigentlich ein ziemlich gutes Business für die Spanier, aber inzwischen gehen so viele Deutsche nach Spanien, dass viele Spanier schon weglaufen in den Ferienmonaten, weil sie nicht mehr überall die Deutschen sehen wollen. Das ist ganz interessant. Ja, also wenn ihr mal in Deutschland seid und mit einem Deutschen über Urlaub sprecht, dann sprecht ihn mal auf Spanien an. Ich bin mir sicher, jeder Deutsche kann euch viel darüber erzählen. Versucht's mal. Willkommen beim wahrscheinlich wichtigsten Thema für die Deutschen: Bier. Hier habe ich euch mal typische Biergläser mitgebracht. Ein großes Glas für einen halben Liter Bier und einen Bierkrug mit einem richtigen Deckel. Ich denke, Bier ist das absolute Lieblingsgetränk der Deutschen. Wusstet ihr, dass die Deutschen Bier schon mit 16 Jahren trinken dürfen? Das finde ich ganz schön unglaublich. In den wenigsten Ländern darf man mit 16 schon Alkohol trinken. Aber die Deutschen denken, Bier hat nicht so viel Alkohol, deshalb ist es auch für die jungen Leute okay. Aber zuerst möchte ich euch erzählen, dass man in Deutschland Bier nicht nur zum Trinken benutzt, sondern man benutzt es zum Beispiel auch zum Kochen für Soßen. Das macht den Geschmack der Soße deutlich besser und interessanter.
Im Winter trinken viele Deutsche das Bier warm oder heiß, weil es gut sein soll gegen Erkältung. Ich finde, das ist nicht besonders lecker, aber viele Leute machen das. Etwas ganz Lustiges ist, dass man Bier auch gegen Parasiten benutzt. Kennt ihr das? Das sind Schnecken. Die Deutschen hassen Schnecken und überall in den Gärten im Frühling gibt es sehr, sehr viele Schnecken, die die Blumen auffressen. Aber Bier und Schnecken? Wie kommt das zusammen? Und zwar kann man Schnecken mit Bier vertreiben. Und zwar, man nimmt einen Becher, füllt ihn zur Hälfte mit Bier und buddelt diesen Becher in die Erde. Schnecken lieben Bier und dann riechen sie das Bier und kommen zu diesem Bierglas, fallen in das Glas und sterben. Es ist ein bisschen gemein, aber ich glaube, das ist ein schöner Tod, wenn man an Bier stirbt. Und für die deutschen Hausfrauen ist das ganz wichtig. So. Also es gibt ja in Japan auch sehr, sehr viele leckere Biersorten, helle Biere, dunkle Biere. Das ist vielleicht nicht so interessant, wenn ich euch darüber erzähle, sondern ich möchte euch besondere Biere vorstellen. Zum einen gibt es ganz beliebt in Deutschland das Alsterwasser oder das Radler. Das ist ein Bier, das zu 40% aus Bier und zu 60% aus Limonade besteht. Oder andersrum, in jedem Ort macht man das ein bisschen unterschiedlich. Dieses Bier kann man sehr gut schon mittags trinken, weil es fast wie Limonade schmeckt und nicht so stark ist. Sehr, sehr lecker. Probiert es mal aus. Das kann man sogar hier im Supermarkt kaufen. Einfach Limonade kaufen und mit Bier mischen. Sehr lecker. Etwas ganz Besonderes ist das sogenannte Rauchbier. Das ist eine absolute Spezialität in Deutschland, die man auch nicht überall kaufen kann. Ich habe es selbst noch nie getrunken, weil es, glaube ich, etwas komisch schmeckt. Es schmeckt nämlich fast ein bisschen nach geräucherten Würstchen oder nach geräuchertem Fleisch. Also nur etwas für absolute Bierfans. Eine andere Sorte ist das Malzbier. Das Besondere am Malzbier ist, dass es eigentlich gar kein richtiges Bier ist, weil es fast keinen Alkohol hat. Es ist ganz schwarz und schmeckt fast nach Karamell. Es ist sehr, sehr süß. Deshalb wird es oft Kinderbier genannt, weil Kinder es gerne nach dem Sport trinken oder auch Frauen, weil es sehr süß und lecker schmeckt. Das müsst ihr mal ausprobieren, Malzbier. Das nächste sind die sogenannten Biermischgetränke. Die sehen dann so aus. Entweder grün oder sogar orangefarbenes Bier. Das ist nicht nur die Flasche, sondern das Bier. Das sind Getränke, die mit besonderer Limonade, also mit Orangengeschmack oder Limettengeschmack gemixt sind. Und das sind so richtig schöne Frauenbiere. So werden diese Biere auch genannt in Deutschland, weil sie sehr soft sind und im Sommer sehr erfrischend. Ja, und wo trinken die Deutschen ihr Bier? Natürlich im Biergarten. Hier habe ich euch mal ein Foto mitgebracht. Das ist ein typischer Biergarten mit vielen großen Bäumen und unter diesen Bäumen sind Tische und Bänke, wo die Deutschen dann ihr Bier trinken können. Dann sagen sie Prosit oder Prost. Das demonstriere ich euch jetzt mal. Es gibt nämlich ein richtiges Bierlied, mit dem man anstoßen kann. Das könnt ihr dann zu Hause lernen und das in eurer nächsten Deutschprüfung vorsingen. Okay, ich singe es jetzt für euch. Das ist ein Prosit der Gemütlichkeit. Ein Prosit der Gemütlichkeit. 1, 2, 3, Xuffa! Tschüss! So, das war der Videocast für den März. Ich hoffe, euch hat mein eindrucksvoller Biersong gefallen und ihr habt es genossen, so viel über meine Kultur zu hören. Jetzt ist ja die Märzsaison und langsam geht die Kirschblütenzeit los. Und ich habe gehört, dass sehr viele Leute diese Kirschblütenpicknicke genießen und dabei auch sehr viel Alkohol trinken. Bitte trinkt nicht zu viel Bier, so wie die Deutschen, weil ihr sollt ja ganz viel Deutsch lernen. Also, Bier trinken nach dem Lernen und am Tag ganz viel lernen, damit wir beim nächsten Mal wieder ordentlich auf Deutsch über Bier sprechen können. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!